Ein Sonntagmorgen, Mitte August, Flughafen München. Philippe Coutinho auf dem Weg zu seinem neuen Verein. Hi guys. Der Brasilianer soll einen Vertrag beim FC Bayern unterschreiben. Vorher muss der 27-Jährige aber noch den Medizincheck absolvieren. Also geht's vom Flieger auf direktem Weg ins Krankenhaus Barmherzige Brüder München. Die obligatorische Untersuchung vor einem Transfer ist von der Deutschen Fußballliga vorgeschrieben. Die DFL verlangt von jedem Bundesliga-Profi einen jährlichen Nachweis über die Sporttauglichkeit. Das ist so zu verstehen, dass man sich mit einem Spieler ganztägig auseinandersetzt. Das geht los mit der Anamnese, also mit der Geschichte, Krankengeschichte. Die Spieler vergessen gerne Verletzungen und also muss ich mich jetzt schlau machen über alte Zeitungsberichte, über Internet. Das lasse ich für mich machen, sodass ich, wenn der Spieler kommt, ich ziemlich im Bilde bin. Der kann mir nichts erzählen. Dr. Müller-Wohlfahrt, Vereinsarzt des FC Bayern und das schon über 40 Jahre. Seit mehreren Monaten haben er und sein Team eine neue Heimat. Auf über 500 Quadratmetern ist auf dem Gelände der Säbener Straße eine orthopädische und radiologische Praxis entstanden mit Geräten der neuesten Generation. Das ist das Nonplusultra. Mehr geht da nicht. Und wir haben auch alles großzügig ausstatten können. Der Verein war auch hier sehr weitsichtig. Also jetzt sind wir, ich glaube, top. Wir haben alle Möglichkeiten hier. Wir haben CT, Kernspin, Ultraschall. Also orthopädischerseits bleiben keine Wünsche offen. Das Krankenhaus Barmherzige Brüder in München. Hier absolviert Philippe Coutinho den ersten Teil des Medizinchecks, die kardiologischen und internistischen Untersuchungen. Für diesen Part ist Professor Dr. Roland Schmidt, ebenfalls Vereinsarzt beim FC Bayern, verantwortlich. Er prüft den Spieler im wahrsten Sinne des Wortes auf Herz und Nieren. Im Bereich der internistisch-kardiologischen Untersuchungen werden alle wichtigen Organsysteme analysiert, alle Blutwerte angeschaut, Urinuntersuchungen. Es werden dann auch Belastungs- und Fitnesstests gemacht und das ist ein Teil, der dann letztendlich wesentlich ist. Denn die diversen Tests und Untersuchungen sind für die Ärzte extrem wichtig. Sie zeichnen ein erstes Bild von der Gesundheit des Spielers und liefern wertvolle Daten über seine Leistungsfähigkeit. Er muss also herzgesund sein, Herz-Kreislauf gesund sein, er muss ausreichend belastbar sein, er darf keine strukturelle Herzerkrankung haben und dazu dienen ja auch diese Tests, das festzustellen. Es gibt dann auch bestimmte Vorgaben, zum Beispiel vom American College for Sports Medicine, wo Leistungskriterien festgelegt sind, die auch ein Leistungssportler auf jeden Fall schaffen muss in entsprechenden Belastungstests. Und das sind Dinge, an denen wir uns auch orientieren. 90 Minuten später sind die Untersuchungen im Krankenhaus abgeschlossen und es geht weiter an die Säbener Straße. Dort erwartet Dr. Müller-Wohlfahrt den potenziellen Neuzugang bereits. In den Räumen der orthopädischen Praxis findet der zweite Teil des Medizinchecks statt, die sportärztliche Untersuchung. Die ist nicht standardisiert, sondern von Verein zu Verein unterschiedlich. Was und wie untersucht wird, entscheidet alleine der Arzt. Dann kommt meine körperliche Untersuchung von Kopf bis Fuß. Jedes Gelenk, jede Sehne, jeder Muskel wird untersucht, von der Palpation her und von der Funktion her. Und dann sehe ich Schwachstellen, die dann näher untersucht werden. Mit den Händen ertastet Müller-Wohlfahrt kleinste Veränderungen in der Struktur von Muskeln und Sehnen, sucht Schmerzpunkte. Seine Feinfühligkeit ist nahezu einzigartig. Mein Hobby war im Anfang eigentlich die Muskulatur. Ich habe schon in den 70er, 80er Jahren meine Entdeckungen gemacht und darüber referiert. Ich hatte den Vorteil, ich hatte während des Studiums Massagekurse belegt und musste hier Tag für Tag Muskeln untersuchen. Also jeder Patient wird angefasst. Ich mache mir einen Eindruck. Doch wie kommt diese Methode bei neuen Spielern eigentlich an, die Müller-Wohlfahrt noch nicht kennen? Das schafft Nähe, das schafft Vertrauen,
Er sagt sich, Mensch, da ist jemand, der will es genau wissen, der untersucht jetzt jeden Muskel und jedes Gelenk und die Sehnen. Und da hat man dann einen leichteren Zugang. Wenn man dann eine Behandlung vorschlägt, dann ist die Akzeptanz größer. Dann sagt Doktor, mach, was du für richtig hältst. Also es gibt eigentlich keine Ablehnung. In der medizinischen Abteilung des FC Bayern kommt das Beste aus zwei Welten zusammen. Handwerk und Technik, Expertise und Know-how, Erfahrung und Innovation. Nach der umfangreichen Untersuchung durch den Mannschaftsarzt wird seine Diagnose mit Hilfe der modernen Geräte ergänzt, um den Schwachstellen eines potenziellen neuen Spielers auf den Grund zu gehen. Dazu haben wir dann Möglichkeiten über Röntgen, Kernspin, Computertomographie, Ultraschall. Also das wird dann schon fokussiert und da gehe ich dann wirklich auf den Grund. Durch die räumliche Nähe zwischen Orthopädie und Radiologie können die Untersuchungen sofort durchgeführt werden. So auch beim Medizincheck von Ivan Perisic. Beim kroatischen Nationalspieler soll das MRT Aufschluss über mögliche Probleme geben. Wir machen jetzt die Einstellungsuntersuchung und die beinhaltet typischerweise das MRT von der Lendenwirbelsäule, MRT von den Kniegelenken, das Becken und gelegentlich auch noch das MRT von den Sprunggelenken, wenn da Vorverletzungen stattgefunden haben. Das machen wir jetzt im Kernspinderei nach. Da liegt er jetzt in 1 bis 1,5 Stunden im Scanner, um diese Bilder zu generieren. Man kann Vorschäden entdecken, die unter Umständen relevant sind für die weitere Karriere, Meniskusrisse, Knorpelschäden, alte Verletzungen kann man entdecken, ob die ausgeheilt sind, ob an den Bandscheiben Probleme sind, das kann man alles während dieser Untersuchung problemlos feststellen. Ein besonderer Fall ist Neuzugang Lucas Hernandez. Bei der sportmedizinischen Untersuchung des Weltmeisters wurde eine Schädigung des Innenbandes im rechten Knie festgestellt. Eine OP unumgänglich. Und trotzdem hat Dr. Müller-Wohlfahrt einen Transfer letztlich befürwortet. Ich habe genau gewusst, wer operiert und wie er es macht. Das ist alles vorher besprochen worden. Und dann habe ich vor dem Vorstand und Trainern und Spielerberater, habe ich dann meinen Standpunkt dargelegt und es wurde bejaht. Nach der Operation im März absolviert er im Anschluss seine komplette Reha an der Säbener Straße, um möglichst schnell wieder gesund zu werden und auf sein altes Leistungsvermögen zu kommen. Bueno, de momento sigo entrenando. Yo espero estar al 100% para empezar la temporada con el equipo en agosto. Espero estar al 100%. De momento pues voy paso a paso y mejorando cada día. Immer wieder spielen die Vereinsärzte bei anstehenden Transfers das Zünglein an der Waage. Denn sie müssen entscheiden, ob mögliche Vorschäden oder Verletzungen ein Risiko darstellen. Wir sprechen uns tatsächlich nach den Untersuchungen ab, ob wir medizinische Dinge erkannt haben, die vielleicht noch weitere Untersuchungen nach sich ziehen oder ob wir im schlimmsten Fall gar Probleme oder potenzielle Probleme sehen. Auch beim Transfer von Arjen Robben 2009 zum FC Bayern gab es Gesprächsbedarf. Der Niederländer sollte von Real Madrid verpflichtet werden. Hinter der Gesundheit von Robben standen aber ein paar Fragezeichen. Das war beim Arjen Robben so, dass Uli fragt, Doktor, kriegst du das hin? Wir wussten, dass er Probleme hatte in Chelsea und in Madrid. Und dann war Bayern interessiert und dann wurde ich gefragt, kriegst du es hin? Und dann habe ich ihn untersucht und habe gesagt, ja, das glaube ich schon, dass ich das schaffe. Und dann gab es ja ein paar wunderbare Jahre für ihn auch und für uns. Und so soll es auch bei Lucas Hernandez werden. Der Franzose ackert den ganzen Sommer über, Tag für Tag, mehrere Stunden. Die Fortschritte sind deutlich zu erkennen. Nach seiner Rückkehr auf den Platz trainiert er zunächst individuell. Nur wenige Wochen später, im Trainingslager am Tegernsee, die Rückkehr ins Mannschaftstraining und das noch vor Saisonstart. Auch bei Philippe Coutinho wird eine MRT-Untersuchung durchgeführt, um Struktur und Funktion der Gewebe und Organe im Körper zu überprüfen. Die Geräte liefern dabei kontrastreiche Bilder von enormer Detailtiefe, doch man muss sie auch lesen können. Die Anamnese, die Schmerzhaftigkeit, die Symptome insgesamt muss man auf der einen Seite im Kopf haben, um dann mit den Bildern das in Einklang zu bringen. Und das ist ganz, ganz schwer.
Eine weitere Station: Röntgen. Für einen Spieler sind diese Untersuchungen längst Routine. Fast jeder Profi hat schon einmal den Verein gewechselt und weiß, was ihn an diesem Tag erwartet. Auch hier geht es den Ärzten darum, etwaige Vorschäden ausschließen zu können und somit kein unvorhersehbares Risiko einzugehen. Routinemäßig werden die Kniegelenke untersucht und die Wirbelsäule. Das sind, ich würde mal sagen, die Regionen, die am häufigsten Probleme machen. Und da sichere ich mich ab, die mache ich von vornherein. Also wenn ich selbst nichts finden würde und der Spieler sagt, ich habe keine Probleme, ich bin da ein bisschen misstrauisch und sage, lieber schaue ich ganz genau hin. Für die Ultraschalluntersuchungen werden in den Praxisräumen portable Geräte genutzt. Die beiden Mannschaftsärzte Dr. Jochen Hahn und Professor Dr. Peter Üblacker wissen, worauf es ankommt. Wichtig ist halt, dass wir eine gute Auflösung haben, natürlich auch eine relativ gute Komfortabilität, dass wir einfach den Patienten untersuchen können. Im Endeffekt ist es dann die Zusammenschau zwischen Anamnese, unserem Untersuchungsbefund und der Bildgebung, das, was uns dann zur Diagnose führt. Aber es ist für uns natürlich schon von Bedeutung, dann schlagkräftige Geräte zur Hilfe zu haben, die uns da unterstützen, die richtige Diagnose zu stellen. Wir haben den Vorteil, die portablen Systeme immer dabei zu haben. Das ist relativ gut, wenn wir auf Reisen sind, dass wir das auch im Hotel, Ultraschallbilder anfertigen können und auch in der Kabine. Zurück bei Felipe Coutinho. Kurz nach 18 Uhr die Tests und Untersuchungen ziehen sich über den ganzen Tag. Jetzt aber ist es geschafft. Dr. Müller-Wohlfahrt und sein Team haben keine Einwände gegen den Transfer. Der Brasilianer hat den Medizincheck erfolgreich bestanden und ist spieltauglich. Der Vertrag kann also unterschrieben werden. Der Wechsel des Brasilianers zum FC Bayern ist perfekt. Sechs Neuzugänge hat der FC Bayern verpflichtet. In dieser Transferperiode haben sie alle den Medizincheck bestanden. Und jetzt können sie mit ihrem neuen Team auf Titeljagd gehen.